Ich habe vor wenigen Tagen den Settled Status im UK erhalten, also die unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Und wie es dazu kam und was das genau bedeutet, darauf will ich in diesem Video einmal näher eingehen. Bei dem, was ich tue, kannst du dir sicher vorstellen, dass natürlich Mandanten, die wir beraten, Teilnehmer an unseren Seminaren auch immer sehr interessiert dran sind, was eigentlich meine eigene Situation ist, wie ich selbst aufgestellt bin, was mein Plan B ist. Und jetzt habe ich letzte Woche den UK Settled Status erhalten, Indefinite Right to Remain, also den unbeschränkten Aufenthaltstitel im UK. Und weil es für dich vielleicht als Anschauungsbeispiel interessant sein kann, völlig unabhängig davon, ob du jetzt auch im UK leben möchtest oder nicht, habe ich gedacht, dass ich dazu mal ein kurzes Video aufnehme und meine Gedanken dazu mit dir teile. Als nächstes vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen ganz kurz zu mir. Nur, dass du das weißt, ich habe Deutschland für 25 Jahren verlassen, also im Jahr 2000. Ich bin dann zunächst in die Schweiz umgezogen. Nach einigen Jahren in der Schweiz bin ich dann nach UK umgezogen. Das war 2003, 2008 bin ich in die USA umgezogen, habe dann zwischendurch auch noch mal kurz in Malta und Irland gelebt und bin dann im Grunde genommen nach 10 Jahren fast ausschließlich in den USA wieder in den UK zurückgekehrt, zumindest teilweise. Das hat den einfachen Grund, weil meine Frau Britin ist. Zwar habe ich nach wie vor ein Visum in den USA, ich habe nach wie vor auch einen Wohnsitz in den USA, ich habe noch ein paar andere Wohnsitze in anderen Ländern, aber dazu erzähle ich dir an anderer Stelle mehr. Aber ich verbringe den Großteil meiner Zeit eben in den USA und im UK. Jetzt möchtest du vielleicht sagen, naja, aber der UK, das ist doch steuerlich gar nicht mehr interessant und das Land ist doch definitiv auf dem absteigenden Ast. Sicherlich, da muss ich dir bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Aber ich denke hier ehrlich gesagt eher langfristig und eben das Leben ist, wie das Leben spielt. Und manchmal gibt es eben persönliche Gründe, die für ein bestimmtes Land sprechen. Und dann muss man eben das Beste daraus machen. Als ich damals also nach 10 Jahren ausschließlich in den USA wieder in den UK zurückgegangen bin, da konnte man als EU-Bürger noch in den UK auswandern. Ab 2020 ging das ja dann nicht mehr. 2016 war bekanntlich die Brexit-Abstimmung. Jeder EU-Bürger, der sich zu der Zeit im UK aufgehalten hat, der dort gelebt hat, hat automatisch den sogenannten Pre-Settled Status erhalten. Dieser Pre-Settled Status war dann erstmal für 2 Jahre lang gültig, also bei mir bis 2020, wurde dann aber automatisch von der britischen Regierung verlängert für weitere 5 Jahre. Mein Pre-Settled Status wäre ausgelaufen im Februar 2026. Die britische Regierung hat dann angekündigt, dass sie jene EU-Bürger, die den Pre-Settled Status haben, in den meisten Fällen automatisch dann den Settled Status, also das unbeschränkte Aufenthaltsrecht im UK geben wird. Ich hatte allerdings von der britischen Regierung bis November 2025 nichts gehört. Wie gesagt, mein Status wäre ausgelaufen im Februar 2026. Es hat überhaupt keinen Sinn, die irgendwie anzuschreiben. Die antworten ohnehin nicht. Also hatte ich dann beschlossen, im November 2025 den Settled Status manuell zu beantragen, also nicht darauf zu warten, dass mich die britische Regierung automatisch auf den Settled Status upgradet. Die Kriterien, um den Settled Status zu erlangen, also um das unbeschränkte Aufenthaltsrecht im UK zu erlangen, die hatte die britische Regierung extrem aufgeweicht im Laufe der Jahre. Es gab ja auch da verschiedene Klagen, die die britische Regierung verloren hatte. Man hat ihr also vorgeworfen, dass sie es EU-Bürgern zu schwierig macht, im UK zu bleiben. Die Nachweise, die ich einreichen musste, um das unbeschränkte Aufenthaltsrecht, um den Settled Status im UK zu erhalten, die waren extrem minimal. Ich musste im Grunde genommen für einen Zeitraum von mehreren Jahren nachweisen, dass ich im UK gelebt habe, beziehungsweise dort eine Adresse habe. Jeder, der im UK wohnt, zahlt Council Tax. Das ist so eine Art Gemeindesteuer, davon wird der Müll bezahlt, da werden Schulen bezahlt. Also jeder, der dort wohnt, jeder, der gekauft hat, jeder, der gemietet hat, muss diese Council Tax bezahlen. Ich natürlich auch. Also habe ich entsprechende Nachweise von 5 Jahren, also 5 jährliche Council Tax Rechnungen dort bei dem Regierungsserver hochgeladen. Dann habe ich lange nichts gehört. Dann wurde ich ehrlich gesagt langsam schon nervös, denn wie gesagt, Mitte Februar wäre mein Pre-Settled Status ausgelaufen. Ich habe dann einen unserer Anwaltskollegen kontaktiert, mit dem wir regelmäßig arbeiten, auch für Mandanten hinsichtlich von UK-Aufenthaltstiteln. Und er hat mich beruhigt und er hat gesagt, naja, das nimmt schon alles seinen Lauf. Oftmals erfährt man erst mehrere Tage vor dem Ablauf der Frist, also wenige Tage bevor im Grunde der Titel ausläuft, dass man jetzt den Settled Status erhalten hat. Und tatsächlich am 30. Januar 2026 habe ich dann per E-Mail einen Brief bekommen der britischen Regierung und diesen Brief möchte ich dir jetzt einmal zeigen.
So, hier kannst du sehen, vom Homeoffice, das ist das Innenministerium, an mich adressiert, da steht nur der Name drin, keine Adresse. Dear Sebastian, I'm pleased to inform you that your application under the EU settlement scheme has been successful and that you have been granted indefinite leave in the United Kingdom under paragraph EU2 of Appendix EU to the immigration rules. This is also referred to as settled status. Also, Indefinite Leave to Remain. Das heißt also, ich habe jetzt einen unbeschränkten Aufenthaltstitel im UK erhalten. Grundsätzlich ändert sich natürlich jetzt erstmal hier nicht viel aus steuerlicher Sicht oder aus Sicht des täglichen Lebens, aber es sind doch einige sehr interessante Implikationen, die dieser Settled Status hat. Und diese sind auch weiter unten in diesem Brief hier erwähnt. Zum Beispiel Time Outside the UK. Das ist nun etwas, was für mich sehr relevant ist. Ich kann jetzt nämlich den UK bis zu 5 Jahre lang verlassen, bin dann in diesen 5 Jahren natürlich nicht steuerpflichtig im UK. Und es gibt ja im UK keine Wegzugsteuer, keine Entschädigungsbesteuerung, keine weiter beschränkte Steuerpflicht und diesen ganzen Quatsch. Ich könnte es also den UK bis zu 5 Jahren verlassen und kann dann innerhalb von 5 Jahren wieder zurückkehren in den UK und verliere meine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung nicht. Ich müsste also im Grunde genommen einfach für ein halbes Jahr mal wieder kurz in den UK ziehen, vielleicht sogar nur für 3 Monate und würde meinen Aufenthaltstitel behalten. Etwas weiteres, das sehr interessant ist, wird weiter unten erwähnt und das steht im Grunde genommen hier. Würde ich jetzt noch ein Kind bekommen, und selbst dann, wenn meine Ehefrau nicht britisch wäre, dann hätte dieses Kind die britische Staatsbürgerschaft. Nun, du weißt ja, ich habe schon eine Menge Kinder, also ich werde sicherlich keine Kinder mehr bekommen. Aber für meinen ältesten Sohn, der auch schon den Settled Status hat, seine Frau ist Amerikanerin, sie leben aber momentan in UK. Sie haben jetzt gerade das zweite Kind bekommen. Übrigens heißt es auch Sebastian, das ist mein Enkel. Und ihre beiden Kinder haben jetzt automatisch, weil mein Sohn eben den Settled Status hat, die britische Staatsbürgerschaft. Das heißt, meine beiden Enkelkinder haben jetzt 3 Staatsbürgerschaften. Einmal die deutsche durch den Vater, einmal die amerikanische durch die Mutter und einmal die britische. Und das ist natürlich schon für Kinder eine ganz tolle Sache, denn damit ergeben sich natürlich ganz gewaltige Optionen. Mit der britischen Staatsbürgerschaft, wie gesagt, kannst du ja nicht nur in UK leben, sondern eben auch auf den anderen britischen Inseln, zum Beispiel Isle of Man, Jersey, Guernsey, zum Beispiel Sark und eben zum Beispiel auch in Irland. Nun, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast, kannst du sowieso in Irland leben, weil es EU ist. Aber mit dem britischen Pass könntest du das eben auch ohne die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist jetzt natürlich die große Frage, ob ich jetzt die britische Staatsbürgerschaft beantragen werde und selbstverständlich werde ich das jetzt als nächstes tun. Wie gesagt, ich habe jetzt den Settled Status. Nächster Schritt ist dann die britische Staatsbürgerschaft, sodass ich dann 2 hätte, die deutsche und die britische und sozusagen noch ein bisschen in der EU bin, aber dann natürlich auch schon eindeutig außerhalb der EU. Ich erzähle das jetzt alles ja nur, weil das vielleicht für dich als Anschauung ganz interessant sein kann. Also zum einen möchte ich, dass du verstehst, dass diese Dinge Zeit brauchen. Bei mir ging es jetzt im Grunde genommen 7 Jahre, bis ich den Settled Status hatte. Gut, ich hätte den auch schon früher natürlich bekommen können. Aber du musst im Grunde genommen langfristig planen, wenn du ein wirklich solides Setup haben willst. Wenn du wirklich einen Plan B haben willst, der belastbar ist. Das Ganze wäre übrigens auch im UK natürlich für dich komplett möglich. Es ist sehr einfach, im UK ein Visum zu erhalten, wenn du dort einen Job hast. Wenn du keinen Job hast, ist es praktisch unmöglich. Aber eben, wenn du einen Job hast, dort einen temporären Aufenthaltstitel hast, kannst du dann ebenfalls Indefinite Right to Remain bekommen. Und das zum Teil schon nach 3 Jahren. Aber wie gesagt, es gibt ja auch viele andere Länder, in denen das Ganze möglich ist. Aber auch hier würde ich sagen, dass eine langfristige Planung auf jeden Fall unerlässlich ist. Sicherlich ist es auch möglich, Aufenthaltstitel sehr viel einfacher zu erwerben. Wir haben ja hier zum Beispiel schon über Mexiko gesprochen. In Mexiko als Beispiel musst du einfach ein Vermögen von ungefähr $300.000 nachweisen und dann bekommst du sofort eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis. Oder in den Philippinen gibt es das SRV-Visum, wo du dann als Rentner ebenfalls eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung erhältst. Auch dort ist es ziemlich einfach, ein solches zu bekommen. Aber auch das bedeutet natürlich Planung. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt wirklich einmal an ein Plan B-Szenario denkst, wenn du jetzt wirklich einmal daran denkst, naja, ich möchte wirklich einmal ein Refugium im Ausland haben, ich möchte einen Ort haben, wo ich mir wirklich vorstellen kann, Zeit zu verbringen, wo ich vielleicht auch leben kann, vielleicht auch nur einen Teil des Jahres, dann musst du natürlich auch Zeit haben, dich dort einzuleben, dich an das Land zu gewöhnen. Du musst rausfinden, wie die Dinge in diesem Land funktionieren. Wie gesagt, ich bin zuerst 2003 nach UK umgezogen. Also ich würde mir jetzt anmaßen, sehr genau zu verstehen, wie der UK intern funktioniert, was man machen muss, wie man zurechtkommt, wie man mit den Engländern, mit den Schotten und so weiter umgehen muss, wie die Behörden funktionieren, was aus steuerlicher Sicht wichtig ist. All das ist ja wichtig, um ein wirklich funktionierendes alternatives Setup zu haben. Sicherlich kannst du viele Aufenthaltstitel in der Tasche haben und ich finde das auch gar keine schlechte Idee im ersten Schritt. Aber im Grunde genommen, wenn du wirklich ein internationales Leben, eine internationale Existenz aufbauen willst, die standortunabhängig ist, dann musst du das Ganze auch mit Leben füllen.
Ich habe dir jetzt gezeigt, wie ich das Ganze in meinem Fall mit Leben gefüllt habe, aber das ist eben mein Weg. Für die meisten von euch ist dieser Weg vermutlich nicht praktikabel. Aber was auch immer dein Weg ist, du musst dir das zu eigen machen. Du musst dir dein Setup überlegen, du musst dir überlegen, wo kann ich mir vorstellen, Zeit zu verbringen. Wo gefällt es mir? Wo zieht es mich persönlich hin? Wo habe ich vielleicht einen Ehepartner, einen Lebenspartner? Und wie ich es dir vorhin an meinem Beispiel gesagt habe, sicherlich viele Dinge im UK sind jetzt gerade nicht optimal und steuerlich gesehen ist es im Großen und Ganzen ziemlich schlecht. Also ich würde sagen, der einzige Vorteil ist vielleicht, dass es eben keine Wegzugsteuer gibt und man ganz einfach raus kann. Und ich kann sogar den Aufenthaltstitel noch behalten. Also das finde ich jetzt schon gegenüber Deutschland zum Beispiel natürlich einen großen Vorteil, wenn man sich über den ganzen Kram, den es da in Deutschland gibt, keine Gedanken machen muss. Aber es war jetzt für mich eben nicht der entscheidende Grund. Der entscheidende Grund ist, dass ich dort ein Leben aufgebaut habe. Und es sind im Grunde genommen solche Aufenthaltstitel, die du im Grunde genommen auch erwerben willst. Du willst Aufenthaltstitel haben, um die du ein Leben drumherum aufbauen kannst. Sicherlich kann es sinnvoll sein, eine Cedula aus Paraguay zu haben. Aber kannst du dir wirklich vorstellen, dort ein Leben aufzubauen? Und ein internationaler Lifestyle ist eben nur möglich, wenn du es auch wirklich leben kannst. Und das genau, meiner Meinung nach, das braucht mehrere Jahre Planung. Planung aus steuerlicher Sicht, Planung aus Unternehmenssicht, Planung aus aufenthaltsrechtlicher Sicht, aus staatsbürgerschaftsrechtlicher Sicht und allem, was da sonst noch dran hängt. Aber natürlich ganz besonders auch deine ganz konkreten Lebensumstände, deine Familie, dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, deine Kinder. Du wirst nur Erfolg haben, du wirst nur glücklich sein, wenn das alles aufeinander abgestimmt ist und abgerundet ist. Und in meinem Fall spielt eben hier der UK eine wichtige Rolle. In deinem Fall wird es vermutlich ein komplett anderes Land sein. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, langfristig zu denken, dich auch nicht von kurzfristig negativen Nachrichten beeinflussen zu lassen, wie zum Beispiel die negativen Nachrichten jetzt im Punkto UK, mich jetzt nicht besonders stark beeindrucken, weil ich das Land eben gut kenne, seit 2003 und sicherlich, da gibt es sehr viel Negatives zu sagen. Und wenn ich an 2003 denke, wie super die Sachen dann waren, wo der UK im Grunde genommen besser waren als die Schweiz, dann kommen mir fast die Tränen, ehrlich gesagt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen uns hier nicht aufs Negative konzentrieren. Also in diesem Sinne, wenn auch du über deinen Plan B nachdenkst, wenn auch du darüber nachdenkst, wie du einen internationalen Lifestyle aufbauen kannst, der nicht nur kompatibel ist mit deinen eigenen Vorstellungen, sondern auch steuerlich optimiert ist und in deine Lebenssituation passt, der nicht nur für dich persönlich gut ist, sondern auch für deine Familie, dein Business und deine Finanzen und dein Vermögen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, einen Plan B zu entwickeln, zweite Staatsbürgerschaften zu beschaffen, ihr Vermögen international zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich jetzt bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.